gibt für Unternehmen unterschiedliche Gründe, ein Filmstudio zu mieten. Zum Beispiel soll ein Livestream, ein Interview oder ein Vortrag produziert werden. In diesem Video zeige ich dir, worauf du bei der Suche eines passenden Mietstudios für deine Produktion achten musst und wie wir bei der Suche vorgehen. Mein Name ist Alexander Lorenz. Als Filmemacher und Gründer der Videoagentur Mindnapped habe ich eine Vielzahl von Studiodrehs und Livestreams für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen realisiert. Wie wir bei der Suche vorgehen und was du daraus lernen kannst, möchte ich dir in diesem Video zeigen. Als Studio bezeichnen wir ganz allgemein einen geschlossenen Raum, der für Foto-, Film- oder Tonaufnahmen verwendet werden kann. Da wir uns auf diesem Kanal mit der Videoproduktion beschäftigen, schauen wir uns das Segment der Videostudios einmal genauer an. Hier kann man unterscheiden zwischen klassischen Filmstudios, in denen alle Hintergründe individuell für die einzelne Produktion gebaut oder aufgestellt werden, Mietstudios mit fester Ausstattung und sogenannten Greenscreen-Studios. Die erste Frage ist natürlich, was willst du überhaupt drehen? Sollen Personen vor der Kamera stehen? Wird gesprochen? Wie viel der Person willst du zeigen? Spoiler dazu, je weniger zu sehen und zu hören sein soll, desto günstiger kann dein Studio sein. Oder eventuell brauchst du sogar gar kein externes Studio zu mieten. Aber dazu später mehr. Anforderungen, an die man häufig nicht als erstes denkt, sind: In welcher Stadt soll das Mietstudio sein? Reichen die Stromleitungen aus? Gibt es schnelles Internet? Ist das Studio ebenerdig oder per Rampe zugänglich? Sind ausreichend Parkplätze verfügbar? Kann das Mietstudio Technik mit anbieten? Wird das Filmstudio nur mit oder auch ohne Personal vermietet? Ich gehe gleich noch näher darauf ein, warum diese Fragen wichtig sein können. Die Kosten für ein Mietstudio hängen stark vom Ort und der Ausstattung ab, die du brauchst. In großen Städten mit vielen Produktionen kann es günstiger sein als in der Provinz. Dafür findest du große Filmstudios in der Regel auch nur in Großstädten. Manchmal kann es auch gut sein, nach Fotostudios zu schauen, die auch für viele Videodrehs ausreichend sind, aber häufig weniger kosten. Am günstigsten sind Greenscreen-Studios zu haben, in denen du keine Totale drehen kannst, die also über keine Hohlkehle verfügen und in der Regel in kleineren Räumlichkeiten installiert sind. Solche Studios kannst du ohne Technik für einen Tag ab 350 € plus Mehrwertsteuer buchen. Große Filmstudios kosten schnell über 2000 € pro Tag und mehr, deutlich mehr zum Teil, beinhalten aber dann auch Licht, Strom und Personal. Wenn du Sprache aufnehmen willst, zum Beispiel bei einem Vortrag oder einem Interview, musst du unbedingt darauf achten, dass du ein tonfestes Studio findest. Das heißt, dass keine starken Nebengeräusche zu erwarten sind. Wenn du ein Studio für einen Livestream suchst, ist natürlich auch die Internetverbindung wichtig und sollte mindestens über 10 Mbit Upload verfügen, besser mehr. Wenn du erfahren willst, worauf es noch ankommt, wenn du mit einem Greenscreen streamen möchtest, schau mal ins hier verlinkte Video rein. Bevor du mit der Studiosuche anfängst, solltest du aber in jedem Fall genau deine Anforderungen definieren. Wenn du dabei Unterstützung brauchst oder die Suche ganz abgeben willst, kannst du dich auch an professionelle Filmproduktionen wie Mindnapped wenden. Wenn du sehr kurzfristig suchst oder an Orten, die keine Studioinfrastruktur haben und vorausgesetzt, dass deine Anforderungen dies zulassen, also wenn du zum Beispiel einen Vortrag in einer halbtotalen Einstellung aufnehmen möchtest, kannst du auch nach Tagungsräumen in Hotels, größeren Hotelzimmern, Airbnb-Wohnungen, Privatwohnungen oder Besprechungsräumen deiner eigenen Firma Ausschau halten. Dabei solltest du aber bedenken, dass du dich hier nicht immer auf die Angaben zur Tonfestigkeit verlassen kannst, generell mehr Kompromisse eingehen musst und in jedem Fall mit einem längeren Aufbau für deine Aufnahmen rechnen musst. Geeignet sind Räume ab einer Größe von 5 x 5 Metern mit möglichst hohen Decken und am besten mit fest installierter Verdunklung an den Fenstern. Wenn du an einem der gerade genannten Orte drehen willst, brauchst du ein temporäres Studio-Setup. Besonders wenn du mit einem einfarbigen Hintergrund wie einem Greenscreen drehen willst. Häufig kommen hier Papierrollen mit Stativen zum Einsatz oder bei kleinen Bildausschnitten auch selbststehende Hintergründe, wie der in der Videobeschreibung verlinkte. Daneben ist die Beleuchtung sehr wichtig und die Kamera. Du bist hier gut beraten, ein professionelles Filmteam zu buchen. Die wichtigsten Punkte findest du auch im gerade schon erwähnten Video zu Greenscreen Livestreams. Auf unserem Kanal gebe ich dir übrigens regelmäßig Tipps und Tricks, wie du deine Videos gewinnbringend einsetzen kannst. Wenn dir dieses Video also gefällt, lass uns gerne ein Like und ein Abo da.
Für deine Studioproduktion kannst du eine professionelle Filmproduktion wie Mindnapped für unterschiedliche Bereiche in Anspruch nehmen. Am bequemsten ist es natürlich, die gesamte Produktion von Konzept bis Postproduktion abzugeben. Aber auch wenn du das gedrehte Material selber schneiden willst, hilft es, Profis mit großen Kameras, guten Mikrofonen und Ahnung von Licht zu engagieren. Was die meisten vermutlich nicht auf dem Schirm haben, ist, dass du eine Filmproduktion aber auch für die reine Suche und Buchung eines Videostudios engagieren kannst. Wir bei Mindnapped haben zum Beispiel in den letzten Jahren an den unterschiedlichsten Orten in Europa für unsere Kunden Studios gebucht. Von solcher Erfahrung kannst du profitieren und dir die lästige Suche sparen. Und falls du zufällig ein Filmstudio in Düsseldorf suchst, schau mal hier rein. Mit unserem Webinarstudio bieten wir ein Mietstudio mit Rundum-Service an, das stundenweise gebucht werden kann und alle Technik für Webinare und Co. enthält. Egal ob Greenscreen-Studio mit oder ohne Hohlkehle, Filmstudio, in dem du tonnenschwere Produkte inszenieren kannst oder temporäres Studio im eigenen Besprechungsraum, Videostudios für deine Produktion haben unterschiedliche Anforderungen. Mein wichtigster Tipp ist deshalb, dass du diese Anforderungen vor der Suche möglichst genau definierst. Das hilft dir, die Suche einzugrenzen und später die Angebote besser zu vergleichen. Wenn du bei deinem Studiodreh dann selber vor der Kamera auftreten willst oder jemanden filmen möchtest, der wenig Erfahrung darin hat, vor der Kamera zu sprechen, kann ich dir unser Video zum Sprechen vor der Kamera empfehlen. Darin habe ich die wichtigsten Tipps zur Vorbereitung, Kleidung und zum sicheren Auftreten zusammengestellt. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von Mindnapped. Mit Videos mehr erreichen.